Hallo und herzlich willkommen hier in der Brickworld. Heute ist Donnerstag, der 12. August und damit wird die Brickworld heute genau ein Jahr alt. Das alles, was hier steht, ist im letzten Jahr entstanden. Schaut euch doch gerne mal das erste Video an, dann seht ihr, wie hier nur das Diner steht und ein Stück Straße, ist sehr interessant. Und auch die Videos, wie der Bahnhof entstanden ist, am Anfang stand da ja auch kaum was, ist einfach sehr, sehr interessant. Es hat sich immer wieder was verändert, also wenn ihr mal so ein bisschen querbeet durchschauen wollt, ist, glaube ich, heute ein ganz guter Tag dafür. Und erstmal vielen, vielen Dank natürlich, dass ihr bis heute dabei geblieben seid, dass ihr das Ganze hier unterstützt. Es gibt 16 Leute von euch, die das ganze Projekt direkt unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Euch allen vielen, vielen Dank. Und natürlich auch vielen, vielen Dank, dass wir heute Morgen, oder heute Nacht besser gesagt, die 6000 Abonnenten geschafft haben. Also eine Punktlandung auf den ersten Geburtstag. Auch dafür vielen, vielen, vielen Dank. Grundsätzlich hatte ich überlegt, was machen wir heute? Es gab die Idee, dass wir einen Stadtrundgang machen oder irgendwas bauen oder sonst irgendwas machen. Stadtrundgang habe ich jetzt heute erstmal verschoben auf ein extra Video. Der wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen. Das wird ein extra Video werden. Und heute dachte ich mir, wir bauen heute auf jeden Fall. Und später gibt es gleich noch eine kleine Überraschung. Aber wir bauen heute auf jeden Fall. Wir haben gestern Update 111 gehabt, also heute 112. In Update 111 hatten wir hier vorne am Felsen gebaut. Ihr seht da unten auch ein bisschen Beleuchtung in der Höhle. Und ich werde wahrscheinlich heute hier ein bisschen noch die Lücke schließen. Aber was ich auch gerne machen würde, ist, dass ich hier in diesem Bereich dieses Modul anfange, wo ja unser zweites Stadttor reinkommt. Das heißt, wir versuchen die Verbindung hier vorne zum Fluss zu schaffen, mit dem Stadttor, mit dem Felsen, mit dem Turm. Das wird sehr interessant auf jeden Fall. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, das werden wir heute zur Feier des Tages machen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch. Und hier seht ihr jetzt den Anfang eines typischen Moduls mal wieder. Ich mache es heute mal wieder auf 2 Baseplates, weil ich natürlich hier ein bisschen Übergang brauche zum Turm. Das heißt, wäre es ein bisschen doof, das auf einzelne Plates zu machen. Das machen wir ein Zweier-Modul. Und das wird der Platz sein, an dem wir heute arbeiten. Wir werden nicht alles bebauen, aber das ist der Platz, an dem wir heute arbeiten. Wir versuchen, wie gesagt, eine Verbindung zwischen diesem Teil und diesem Teil zu schaffen und das Stadttor anzufangen zumindest. Bin gespannt, wohin die Reise führt und wie weit wir kommen. Es wird auf jeden Fall einiges zu tun geben und ihr seht die Steine aus dem letzten Paket aus Portugal, da werden wir auf jeden Fall einiges benutzen. Also wie gesagt, wir gehen jetzt heute hier an die Sache ran und schauen einfach mal, wohin es geht. Ihr werdet jetzt hier gerade live sozusagen Zeugen eines planungstechnischen Albtraums. Und zwar habe ich jetzt erstmal grundsätzlich angefangen, hier die Mauer ein bisschen, die Mauer ist eigentlich schon, den Felsen weiter hochzuziehen, damit wir hier die Lücke schließen können. Aber dann muss ich jetzt mir überlegen, wie ich das da hier darüber verbinde. Und auf welcher Höhe. Also es ist ein bisschen kompliziert, das sind jetzt alles nur Testkonstruktionen, einfach mal die Positionen zu finden, weil ich kann jetzt schlecht anfangen, die Felsen zu bauen oder den Weg oder was auch immer, bevor ich genau weiß, wo die Mauer sich entlang laufen wird. Also ich versuche jetzt hier das hier in der Verlängerung davor zu ziehen auf diesem Modul und dann hier vorne mit Fels, Mauer, was auch immer, dann den Knick rüber zu schaffen zum großen Turm. Ja, ich könnte auch einfach ein gerades Stadttor einbauen, aber das gefällt mir nicht und das passt auch nicht zum Rest des ganzen Designs. Ich möchte es so schön schräg außerhalb des Grids haben und dann hat man halt diese Probleme. Und so entwickelt sich das Ganze jetzt erstmal in groben Zügen. Also ich habe jetzt hier die Verlängerung der schon gebauten Stadtmauer. Das ist der gleiche Winkel jetzt hier. Ihr seht, das ist nicht zusammengebaut, ist nämlich ein anderes Modul natürlich. Und wir haben jetzt die Verlängerung, das heißt, ich werde jetzt hier unten mal schauen, wo ungefähr der Weg ist. Den Weg selber werden wir heute nicht großartig bauen können, weil ich dafür gar nicht genug Steine da habe. Aber es geht ja heute erstmal darum, das Tor an sich so ein bisschen in Form zu bringen, die Verbindung zu schaffen, den Felsen hier zu schaffen. Und so sieht das Ganze aus, wenn man anfängt. Das ist natürlich jetzt ein großer Haufen an Chaos und Probieren und Höhen rausfinden, Winkel etc. Aber es geht auf jeden Fall gut voran, würde ich sagen. Einige Zeit ist wieder vergangen und ich bin ein bisschen vorangekommen. Ihr seht, die Grundstruktur des Tores steht jetzt auch mit den ganzen Modified Bricks. Ich habe mich jetzt final dazu entschlossen, dieses Stückchen, das da oben drauf war, nicht mehr als Teil von dem Modul zu machen, sondern als Verlängerung von dem Modul. Das liegt dann sogar auf dem Modul nur auf. Löst einige Probleme mit dem Anschluss, also man muss jetzt nicht mehr darauf hoffen, dass es aneinander steht ordentlich. Ist ja eh nur dieses kurze Stück und so ist es auf jeden Fall besser gelöst. Und dann haben wir jetzt auch, wir sehen jetzt auch wieder, dass wir jetzt hier wieder eine schräge Form haben. Zieht sich ja durch die ganze Stadtmauer durch. Ist ja auch ein Ziel von mir gewesen, dass die Stadtmauer jetzt wirklich schräg hindurchläuft mit ein paar Knicken etc. Und jetzt sehen wir auch, dass der Weg dann auf der Höhe passt. Ich muss das ein paar Mal anpassen. Es ist aber jetzt sehr, sehr fest, erstaunlicherweise.
Allein dadurch, dass es hier drin liegt und hier wirklich eigentlich nur mit einem Hinge fixiert ist. Alles andere ist einfach nur Fixierung durch Position. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir jetzt den Übergang hier jetzt noch rüber machen. Das wird noch eine interessante Geschichte, wie wir hier zum Turm noch rüberkommen. Aber grundsätzlich bin ich jetzt schon mal ganz zufrieden, dass es sich hier jetzt langsam mal einpendelt mit der Grundstruktur. Alles andere ist dann im Vergleich dazu eher, sagen wir mal, Kinderspiel. Auch was natürlich auch Zeit und Steine und Nerven kosten wird. Aber diese Grundstruktur erstmal hier reinzubringen, ist das größte Problem. Und damit sind wir jetzt auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und hier seht ihr jetzt den Beginn meiner Lösung, um das Ganze übergehen zu lassen. Und zwar wird das Ganze jetzt hier abgerundet. Ihr seht, dass ich dadurch, dass es hier abgerundet ist, kann ich aber trotzdem hier ist es nicht ganz optimal, es liegt nicht ganz auf, aber hier ist es besser, kann ich mit dem Überbau auch die kleinen Lücken schließen. Und das Ganze ist hier, ich werde es mal kurz abmachen, gefällt euch nicht gleich auseinander, hier einmalig befestigt auf diesem Modul, einfach, das ist die einzige Verbindung. Und damit haben wir hier das gut fixiert. Das heißt, wenn man es mal umbauen oder umziehen möchte, macht man einfach die eine Verbindung hier weg und das Problem ist gelöst. Damit kriegen wir jetzt auch eine relativ schöne Rundung hier vorne noch Richtung Turm. Wie wir auf der anderen Seite machen, müssen wir dann mal schauen. Das ist aber eh nicht Frage von heute. Was ich jetzt nächstes machen werde, ich werde jetzt mal hier hochbauen, damit ich hier ungefähr die Höhe habe, die ich brauche. Und dann versuchen, die Lücke hier mal zu schließen, die mit dem Felsen. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen was brauchen an Zeit und Aufwand, aber muss ich sagen, also ich persönlich finde es ganz hübsch gelöst so und ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie ihr sehen könnt, hat sich hier jetzt wirklich einiges getan. Ich habe jetzt den ganzen Rundbereich hier fertig. Ich habe den Felsen hier hochgezogen bis zum Ende vom Modul, das hier unten auf dem unteren Teil steht. Und ich habe auch hier nochmal den eckigen Turm, der hier vorne auf den Felsen steht, noch ein Stück hochgezogen. Und jetzt habe ich oben diese Modified Plates oder Tiles, je nachdem, wie man es nennen möchte, aufgebaut, weil wir tatsächlich den Turm so bauen werden, dass wir verschiedene Ebenen abmachen können. Das werde ich später benötigen, wenn ich zum Beispiel dann noch beleuchten möchte. Oder auch zum Transportieren wird das, glaube ich, ein ganzes Stück einfacher. Aber man muss jetzt sagen, es ergibt sich jetzt langsam so ein schöner Gesamtblick auf das Ganze. Wir haben hier unten den Fluss, den Strand, dann geht es hier die Klippen hoch und dann kommt hier die Stadtmauer, die sich ganz nach hinten erstreckt und da hinten dann der Bahnhof. Und wenn wir dann jetzt hier irgendwann in absehbarer Zeit das Ganze hier auch noch schließen, dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Blick hier, auch hier dann in die Altstadt, die auch auf mehreren Ebenen steht, mit dem Kontrast zu den moderneren Gebäuden vor der Stadtmauer, glaube ich, das würde ganz gut aussehen. Nächster Schritt, den ich jetzt plane, ist, dass ich jetzt versuche, das hier noch zu verkleiden. Ich muss sagen, mir gehen langsam die ganzen Steine zum Verkleiden so ein bisschen aus. Ich habe ja in verschiedenen Bestellungen noch ein paar Sachen bestellt, in eben Light Bluish Gray und Dark Bluish Gray und ein paar andere Farben. Aber auch die sind nicht alle da. Also es sind ein paar Pakete unterwegs. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir jetzt hier vorankommen mit dem Ganzen. Wird auf jeden Fall schwierig, leider jetzt langsam. Aber nochmal kurz zwischendurch, ihr kennt es hier langsam, aber momentan läuft die Aktion immer noch bis zum 15. August. Und zwar bekommt ihr grundsätzlich 5% bei meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Könnt ihr oben rechts auf den Link klicken oder unter der Videobeschreibung. Wenn ihr Newsletter-Abonnent seid, dann bekommt ihr grundsätzlich auf alles im Sortiment 5% für immer. Und momentan noch, wenn ihr den Code benutzt Brickworld 5, der wird euch unten nochmal eingeblendet, bekommt ihr nochmal zusätzlich 5% auf die Beleuchtungskits, wie man zum Beispiel die Gebäude hier beleuchten kann. Also ich benutze das ganze System ja eh hier in der Stadt. Hier haben wir zum Beispiel das System für das Downtown Diner, das ist hier vorne beleuchtet worden. Oder das Pariser Restaurant, das habe ich auch mit dem fertigen Set beleuchtet. Und ich habe auch noch das Set für die Police Station da, die ich immer noch nicht gebaut habe, was daran liegt, dass ich den Platz erst auf eine Erweiterung dafür finden werde. Aber in diesen Paketen habt ihr alles, was ihr braucht, um das Set komplett zu beleuchten. Also ihr braucht da nichts weiteres zusätzlich, nur noch eine Stromquelle, die mit einem USB-Anschluss dient. Da könnt ihr eine Batteriebox nehmen, direkt ans Netz anschließen. Irgendwas, wir brauchen einfach nur Strom und die Anleitung findet ihr im Internet, ganz einfach, ist gut bebildert. Und wie gesagt, zusammen bekommt ihr 10% momentan, wenn ihr dort bestellt, unterstützt ihr auch das Projekt hier. Denn wie gesagt, ich werde gesponsert, ja, aber das Produkt ist auf jeden Fall gut. Das muss man auch so sagen. Ich habe es auch schon benutzt, bevor ich gesponsert wurde. Und ja, auf jeden Fall, schaut mal rein, oben rechts oder unten. Und wir bauen jetzt hier gleich weiter mit der Stadtmauer. Und nochmal ein ganzes Stück vorangekommen. Ich habe jetzt hier alles hoch bedeckt mit Steinen, Fliesen, was auch immer. Ich habe hier oben mal einen Deckel drauf gebaut für einen weiteren Bau. Sieht jetzt auch damit schon mal ein ganzes Stück besser aus. Ich habe hier drüben bis zur Kante
des Eingangs hier die Wände bearbeitet. Auch das finde ich ist ganz gut geworden. Auf jeden Fall macht es einen guten Fortschritt hier vorne. Also wenn ich jetzt mal noch ein Stück zurückgehe, ohne vom Stuhl zu fallen, glaube ich, dass das eine ganz gute Geschichte wird. Wenn wir dann auch noch den Baum hier bauen, den werde ich jetzt ja wahrscheinlich heute nicht bauen, weil es mir zu lange dauert, wird es auch hier vorne nochmal so einen Farbfleck reinkriegen. Vielleicht bauen wir auch mal einen Obstbaum. Muss ich mal überlegen, ob wir da nicht irgendwie vielleicht roten Äpfel oder so dranhängen könnten oder Kirschen. Könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ansonsten muss ich mir irgendwann demnächst auch mal überlegen, wie wir dann hier drin den Übergang machen. Das Problem ist ja hier, dass wir auf 2 verschiedenen Modulen eigentlich stehen. Das wird auch noch eine interessante Geschichte. Aber die Rundung gefällt mir jetzt, wo sie bedeckt ist, auch nochmal deutlich besser. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, was die ganze Sache hier angeht. Grundsätzlich habe ich dann noch diese Engelsfigur, die ja eigentlich mal da hinten an dem Ausgang hing. Aber die war ja da auch weder von mir noch von anderen gar gut angesehen. Ich habe überlegt, ob ich die nicht irgendwie hier vorne irgendwo einbringe. Ich glaube, da wäre auch ein schönerer Platz für die ganze Geschichte. Schaue ich mal, ob ich dafür jetzt noch was finde und dann schauen wir gleich nochmal, wohin ich noch gekommen bin in diesem Video. Und so sieht der ganze Bereich jetzt ein bisschen aufgeräumt und als Finale für heute aus. Ich finde, wir haben da tatsächlich einiges geschafft, mehr als ich dachte. Ehrlich gesagt, am Anfang war ich echt ein bisschen verzweifelt, bis ich das hier irgendwie lösen konnte mit der Rundung und wie wir das hier alles anschließen und wie wir da überhaupt das Tor noch reinbauen können. Aber jetzt haben wir einen guten Plan auf jeden Fall. Wir müssen überlegen, wie wir es von hinten machen, aber das ist eine andere Sache. Hier fehlt natürlich noch ein Modul. Aber ich überlege, ob wir das nicht einfach verlängern oder ein Dreier-Modul draus machen. Denn hier kommt noch unser Weg nach vorne, dann die Verbindung hier zum Weg nach oben, dann langsam hier ansteigend, noch ein bisschen hier vorne wahrscheinlich eher zum Tor. Und dann müssen wir hier noch unseren kleinen Spielplatz mit reinbauen. Mal schauen, ob wir da vielleicht noch mal ein bisschen was wegnehmen, um noch ein bisschen Platz zu kriegen. Wird vielleicht sonst ein bisschen knapp. Wobei wir ja hier vorne den Weg auch entlang führen könnten. Also das schaffen wir auf jeden Fall, denke ich. Was wir auch noch machen müssen, ist, dass wir die Kabel nach unten verlegen. Endlich, dann mache ich vielleicht in der nächsten Episode mal dazu endlich was. Und wenn ich jetzt mal hier ein bisschen zurückgehe, finde ich, dass die Stadtmauer sich doch ganz gut macht. Also sie ist, da hinten ist sie ja im Prinzip fertig, der hintere Teil fehlt. Hier ist ja eh keine Stadtmauer und hier würde sie dann langsam wieder hochgehen und hier in den Turm übergehen. Und dann bauen wir hier oben nochmal ein bisschen so schräg hier weiter zur Kante des Tisches. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Umrandung für unsere Altstadt. Ich habe jetzt für die Figur, diese Engelsfigur, hier noch so ein kleines Podest gebaut. Hier an der Seite fand ich ganz nett. Sieht eigentlich ganz nett aus, finde ich. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Wie auch immer allgemein zu all dem, was heute gebaut wurde oder noch angekündigt wurde oder überhaupt schon länger hier ist. Ideen gerne in die Kommentare ebenso. Ja, wie alles andere. Wie gesagt, heute ein Jahr Brickworld. Ich gehe nochmal hoch. Und ja, das ist das Werk von einem Jahr. Schauen wir mal, wohin wir im nächsten Jahr kommen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie es in einem Jahr hier aussehen wird. Und ja, dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die 6000 Abonnenten natürlich. Vielen Dank für ein Jahr Treue. Und ich habe gesehen, wir sind schon bei 6013 oder sowas jetzt gerade, wo ich das Video abschließe. Bleibt gesund, vielen Dank, wie gesagt. Viel Spaß beim selber bauen und ja, wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss! Ach, da war ja eigentlich noch was, und zwar die kleine Überraschung, die ich angekündigt hatte. Die war ja noch gar nicht, also dann würde ich sagen, hallo!